Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Chroma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, hier diese Animation weiter zu machen und das Ganze etwas größer zu machen. Dafür möchte ich jetzt quasi, dass dann hier hinten was weiter arbeitet und wir auf eine neue Ebene kommen und damit, ups, so. Und damit fangen wir jetzt auf jeden Fall an. Die ganzen Cubes, die mache ich jetzt erstmal zu. So, und ich mache eine neue Kollektion. Die Kollektion nenne ich dann Cube Second Stage. Und die nennen wir einmal um von First Stage Ground. So. Und das wird die, und dann machen wir noch eine Gruppe. Ups, die wollen wir jetzt da oben nicht haben. Ziehen wir hier runter. Und die nennen wir jetzt Lift to Stage 2. So. Hier fügen wir jetzt einfach mal einen Cube ein. So, dann gehen wir hier mal auf Item, sagen wir mal 280, dann nehmen wir X, machen wir erstmal hier auf 0,5 und hier mache ich mal 4, dann gehe ich Z 2 Meter hoch, damit stehe ich auf dem Grund. Und seitlich gehen wir jetzt mal 1,4, ne, machen wir 1,3, 1,2, ja, so stehen wir außen auf dem Rand, passt. Den nehmen wir dann direkt auch, Shift D, duplizieren den, drücken linke Maustaste und machen hier einfach einen Minus vor und somit haben wir den auf der anderen Seite. Dann nehme ich den letzten, den sage ich jetzt mal Shift D für Duplicate und mache dann auch. Dann gehe ich noch einmal hier auf Cube, scroll komplett runter und nehme den auch mit runter. So, dann machen wir den wieder zu. Und den Cube 202, dem nehmen wir jetzt erstmal den Rigged Body und dann rotieren wir den erstmal um 90. Dann gucken wir nochmal hier, wo der war, bei 280. Da setzen wir den auch hin. 280. Und bei X gehen wir jetzt erstmal auf, ja, schauen wir mal, 2, no, zurück, Z 2,5, nein,
3,9, nein, 3,5. Ne, 3,7. Oder machen wir 3,65. So, haben wir ein bisschen. Oder 3,5. 3,6. Ja, lassen wir 3,6. Haben ein bisschen Luft dazwischen. Passt. Und dann fügen wir einen Zylinder hinzu. Machen G, Y, 285. So. Dann machen wir XY auf 0,1 oder 0,2. Gucken wir gleich mal, wie es aussieht. Länge machen wir mal 3. Dann machen wir da auch 280. Dann rotieren wir um Y 90 und gehen Höhe Z. Gucken wir mal eben den 3,6. Gehen wir mit dem auch 3,6. So, damit haben wir hier einen einfachen Wendepunkt und den animieren wir gleich mit der Hand, wenn die dann quasi umfallen. Dann möchte ich jetzt noch einen Würfel, aber jetzt mache ich mir das etwas einfacher. Ich möchte jetzt nicht immer alles so weit rüberziehen. Dann machen wir einen Cube. Da machen wir jetzt null. Z machen wir mal 2,5 und hier machen wir mal 281. Nein. 2,8, ups, 2,82. Ja, das kommt eher hin. So, machen wir nochmal 3 Seitenansicht. Ist ein bisschen zu hoch. Deswegen machen wir 2,485. Nö. 2,4. Ja, lassen wir so. Fertig. So, damit haben wir einen Würfel. Und dann möchte ich noch einen Zylinder. Den lassen wir 32. Den machen wir 0,1 Radius. Und machen dann Radius machen wir, soll ja wie ein Band sein oder ein Drahtseil, 0,05. So. Und dann machen wir hier Länge mal 20. So. Dann gucken wir den Würfel eben, 282. 282. X0, damit wir wieder mittig sind, und den setzen wir jetzt mal 12 Meter hoch. Dann machen wir 13. So, passt. Und das wird dann nachher unser Aufzug, um dann
hier oben auch zu fahren. Dann können wir für Stage 2, nehmen wir das und sagen Shift D für Duplicate, dann C15. So, ziehen wir runter. So, und dann mache ich ganz frech 15. Machen wir mal 18. So, jetzt möchte ich dann nachher noch einen, wie heißt es, einen, einen Kasten um den Cube haben. Deswegen mache ich noch einmal einen Würfel, einen Cube. Jetzt mache ich den hier auf 0, 282 und Z machen wir mal 10. Dann machen wir Z 20, machen wir 22 und hier machen wir 2,2, sodass der etwas größer ist. Und dann gehen wir mal in den Edit-Modus, in dem Face Select, sagen die obere Fläche, die vordere Fläche und die untere ist uns gerade relativ egal. So. Dann gehe ich wieder zurück und ich gebe dem mit Spolitify ein bisschen Dicke und dann gucke ich mit 7 Top View ob das ungefähr passt. So, passt immer noch. Gut. So, damit haben wir jetzt unseren Aufzug quasi. Den mache ich aber jetzt hier mal eben blind, dass wir den jetzt erstmal nicht sehen. Und dann mache ich mal eben, der ist jetzt nicht, da habe ich noch nichts gemacht. Okay. Dann möchte ich für die Stage 2 noch die Icosphere haben. Da mache ich ein Shift D, no, Shift D, Y 280, Enter. Und dann mache ich die auch bei Stage 2. Und dann haben wir hier
281. Nein, das war ein bisschen zu viel. 2,8, 0,5. 2,8, 0,2. So, dann Höhe Z nehmen wir mal 19, reicht nicht. 20. Machen wir wieder Seitenansicht. Gucken wir mal. Sollte passen. Gut. Physics haben wir. Und dann machen wir mal einen Bake. So, und dann machen wir mal Play. Gut, die Kugel oben bewegt sich schon mal nicht. Das ist gut. So, und hier kommt dann unser Fall. Und hier können wir dann gucken. So. So. Und dann machen wir den hier mit der Hand animieren. Sagen wir hier mit I, Rotation fest. Dann gehen wir da weiter und sagen dann da immer noch I. Rotieren mal. Ich muss definitiv bis nach da. Gehen wir bis nach da. Dann machen wir so. Machen nochmal ein Keyframe. I. Und den machen wir dann auch Rigged Body. Active, aber den animieren wir und wir sagen, ist eine Box. So, und damit machen wir, wenn der hier ist, für den und für den einen Keyframe auf Z, I, und wenn das dann hier ist, machen wir Z, die beiden muss ich doch für jedes einzeln einen Keyframe machen. I, immer den und den. GZ.
I, I. GZ. I, I. Dann noch ein Frame weiter. GZ. I, I. Und dann nehmen wir beide. Dann sagen wir mal, gehen auf 490, den können wir nachher auch noch beeinflussen und sagen dann GZ. Gut. Und dann machen wir auch I, I. Den schieben wir ein bisschen G, Y. G, Y. So. Gut, dann machen wir den auch. Der hat aktiv, der hat passiv, der hat aktiv. Und jetzt machen wir den nochmal dahin. Und wir gehen nochmal Delete Bake, Bake New. So, und jetzt, der Ball ist nicht weggehüpft, das ist nicht. Und dann können wir hier gucken. Und der haut uns den Ball ein bisschen weg. So. Passt sogar relativ gut, finde ich, von der Geschwindigkeit. Sieht flüssig aus. Allerdings finde ich jetzt noch ein kleines Problem. Deswegen werde ich eben so gehen. Den Ball, den hebe ich jetzt mal noch 2 Meter an. Muss doch eben so entfernt werden. Dann mache ich den Shift den schiebe ich jetzt mit Z nach oben. Und ich nehme den mal auf 19, nein, 19,2,
1,15. Sechs. So, machen wir das. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen weniger. So, dann nehmen wir den ganzen auch noch einmal. Da haben wir auch kein Rigid Body drauf. Und was wichtig ist für den, nehmen wir hier die Keyframes weg. Dann machen wir noch einmal Shift D. Sagen Z. Drei Komma Z 3,4. Was macht er denn dann jetzt? Z. So. So, damit die passend übereinander liegen. Dann nehmen wir die Kugel. Die ziehen wir jetzt noch mal ein Stückchen runter. So. Und dann nehmen wir hier einen von, machen auch noch mal Shift D für Duplicate. Und dann machen wir RX90, dann G, Y, G, Z. So, dann sollte das ungefähr passen. Nehmen wir den, ziehen den ein bisschen weiter. Und gehen dann hier aber GZ bis nach hier oben weiter. Machen wir den mal eben an. Okay, dann müssen wir den nachher auch noch höher ziehen. Oder wir machen den länger. Und dann ziehen wir den auf 15. Okay, gefällt mir. Machen wir den noch weg.
Allerdings für Stage 2 müssen wir die alle hier. Die möchte ich noch, das heißt, okay, es ist der, der und der. Die ziehe ich noch eben da rein. Gut. Das heißt, der ist, muss ich Rect Body wieder anstellen, Active, und dann sagen, es ist eine Sphere. Und bei dem auch Rect Body, Active, Dynamic, und es ist eine Box. So, dann machen wir das Ganze noch einmal, den Bake auflösen und neu baken. Fehler. Gut. Gut, habe aber noch einen Fehler gemacht, und dieser machen wir auch Rect Body Passive Box. Rect Body Passive Box. So, und dann erstelle ich noch einen neuen Ordner. Neu. Und den nenne ich jetzt einfach nur Cube 2. So. Und da mache ich jetzt auch wieder die ganzen Cubes reinpacken. Das heißt, den da rein. Ich gehe jetzt mal eben auf Frame 1 wieder. Da mache ich dasselbe, was ich hier unten auch gemacht habe. Ich gehe hier auf Modifier, sage Array, sag hier 0, hier -4. Und dann mache ich hier auch wieder 200. Machen wir den hier. So, dann gehen wir hier auch wieder in den Edit-Modus. Quatsch. Wir bleiben erst hier und sagen Apply. Damit haben wir alle. Dann gehen wir in den Edit-Modus, machen A für alle markieren und dann was bei, jetzt muss ich wieder eben gucken,
Separate by Loose Parts. So, gefunden. Und dann haben wir hier alle. Und dann können wir wieder zurückgehen in den Objektmodus. Und wenn wir jetzt sehen, haben sogar alle dasselbe wie der. Aber wir müssen trotzdem alle nochmal markieren. Von hier bis hier, weil wir sehen, wir haben wieder die Origin nur auf den ersten. Object Set Origin to Geometry. So, damit haben wir das auch. Jetzt machen wir noch einmal den Bake entfernen, den Benway Bacon. Jetzt dauert es etwas länger, wird mehr Daten, mehr Informationen. Und dann drücken wir mal Play. Ja. Passiv. Okay. Ja, müssen wir noch einmal baken. Das war jetzt blöd, den habe ich vergessen. Okay. Passiv. Box. Dann noch einmal. Bake auflösen, neu baken. Gut, können wir nochmal von 1 anfangen. Ich glaube, jetzt sollte es gleich hier ankommen. Fupp. Dann fährt der Fahrstuhl hoch, tut die Kugel anstoßen und oben geht's weiter. Oh. Damit haben wir jetzt unsere wie heißt's? Ja, unseren Lauf. Und jetzt möchte ich noch eine Kleinigkeit, damit wir noch ein bisschen was Interessantes dazu bekommen. Möchte ich noch was verändern. Deswegen gucken wir mal eben. Wir fangen hier an bei 207. Also sind 257. So. Bis 307. So. Die verschieben wir jetzt mal ein Stück nach links. Und zwar sagen wir von x, die haben eine Breite von 1,6. Dann verschieben wir die mal um 1. Okay. Machen wir eben 0 raus. G, x, 1. So. Dann machen wir mal Shift D. X,
minus 1. Ne, minus 2. So. Damit hätten wir dann eine Doppelreihe. So. Und dann machen wir mal von 100. Von 308 bis 357. So. Shift. Die X 1,6. Ne, machen wir 2. So. Und dann Shift die X minus 4. So, bin ich mal gespannt, ob das nachher passt. So, dann sind wir jetzt bei 258 bis 407. Ne. Bis 406, da habe ich mich irgendwo verzählt. So. Ach, fuck. So, machen wir GX1, haben wir die auch wieder. Dann machen wir Shift D, X minus 2. Dann Shift D, X minus 2 und Shift D, X, 6. So. Und dann nehme ich den Boden und den verbreitere ich jetzt mal auf 10. Dann mache ich noch einmal Object Apply Scale und dann mache ich noch einmal den Delete Bake. So, und dann machen wir noch einmal angucken, wie es jetzt aussieht. Rennt schön. Dann fährt hinten der Fahrstuhl hoch. Und dann gehen die alle weg. Da ist ganz zum Ende noch was runtergefallen. Ach, mein Ball.
Ja, vielleicht mache ich da noch was, dass der hält. Egal. Selbst wenn er runterfällt, ist egal. Das macht nichts. So, aber das finde ich ist ein cooles Teil nun. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann machen wir nächste Woche noch weiter da dran. So, das heißt speichern, save und dann bis nächste Woche. Gebt mir gerne ein Like oder einen Kommentar, wie findet ihr das? Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!